Fast unsichtbar verbaut und trotzdem 90 Newtonmeter stark. Der Maxon RS mischt das Testfeld auf mit 620 Watt Maximalleistung bei nur etwas über 2 Kilogramm Gewicht. Aber wie schlägt er sich eigentlich gegenüber der leichten Konkurrenz von zum Beispiel TQ, Fazua und Bosch? Und vor allem kann er sogar mit Full-Power-Motoren von Bosch, Shimano, Specialized oder auch Avinox mithalten. Der Maxon RS ist nicht der erste Motor, den die Schweizer entwickelt haben. Der Vorgänger, der Bike Drive R, der war bereits super hübsch integriert, sehr schlank, sehr klein und sehr ruhig im Betrieb. Aber er war leider auch alles andere als kraftvoll und in nur extrem wenigen Bikes verbaut. Das könnte sich jetzt mit dem neuen Maxon RS definitiv ändern. Maxon hat es nämlich geschafft, fast das Dreifache an Leistung rauszuholen. Dabei sind aber die Abmessungen quasi identisch geblieben. Auch beim Gewicht hat der RS mit 2,03 Kilogramm nur leicht gegenüber seinem Vorgänger zugelegt. Der fest verbaute 400 Wattstunden Akku bringt 1,8 Kilogramm auf die Waage. Der größere 600 Wattstunden Akku ist angekündigt, derzeit aber noch nicht verfügbar. Wer aktuell mehr Reichweite will, muss noch auf den 250 Wattstunden Range Extender zurückgreifen. Wir haben das neue Maxon RS Motorsystem im Thermos Lightrider E-Max getestet, wie ihr hier seht, und auch zusätzlich im Instinctive Ocelot 125. Das Instinctive hat trotz Maxxis Double Down Karkassen nur 17,66 Kilogramm auf die Waage gebracht und sah optisch, wie aber auch das Thermos, eigentlich fast aus wie ein Biobike. Es gibt kein massives Tretlager, Unterrohr ist super schlank und dadurch ist die Integration wirklich auf höchstem Niveau. Die Bedien- und Anzeigeelemente sind ebenfalls schlicht und unauffällig gehalten. Die Lenker-Remote ist sehr dezent und zudem hochwertig. Sie besteht aus Metall und liefert einen spürbaren und auch hörbaren Druckpunkt. Viel Funktionsumfang bietet sie allerdings nicht. Die Anzeige im Oberrohr, die ist ebenso minimalistisch gehalten. Die LEDs zeigen den Akkustand, aber auch den Fahrmodus an. Momentan gibt es aber kein Display und damit auch keine Navigationsfunktion oder irgendwelche Live-Werte. Das soll sich in der Zukunft aber ändern. Maxon hat hier auch schon ein Display in Aussicht gestellt. Ähnlich sieht es bei der App mit Funktionalität aus. Zum Zeitpunkt unseres Tests war die Connect Bike App leider noch nicht mit dem neuen RS kompatibel. Im Vergleich zu anderen Motorsystemen fällt der Maxon oder das Maxon-System damit beim Thema Konnektivität hinter die Konkurrenz zurück. Jetzt wird's spannend. Wie fährt sich der neue Maxon RS denn nun auf dem Trail und wie fühlt es sich im Vergleich mit anderen Motoren an? Beim Losfahren fällt direkt auf, dass auch der neue RS sehr leise ist. Also auf dem Trail muss man sich wirklich anstrengen, um ihn überhaupt zu hören. Erst bei höherer Last fängt man an, ein bisschen Geräuschkulisse wahrzunehmen. Aber sie ist trotzdem auf dem absoluten Bestniveau, auf der Benchmark vom Leichtestsegment, also ähnlich wie ein TQ HPR 60. Im Uphill kommt dann wirklich das Aha-Erlebnis. Bei höherer Eigenleistung merkt man, wie stark der RS seine Unterstützung nach oben skalieren kann. Der Motor gibt einfach wirklich richtig was zurück und lässt wirklich keinen Zweifel daran, dass hier über 600 Watt anliegen. Genau, der RS unterstützt zudem extrem direkt und baut seine Kraft auch sehr schön gleichmäßig auf. Ja. Das macht ihn auf Anhieb auch wirklich super kontrollierbar. Auch die Traktion ist wirklich stark, selbst auf losem Untergrund. Aber bei niedriger Trittfrequenz wirkt er dann doch ein bisschen verhaltener als die stärksten Full-Power-Motoren. Auch der Nachlauf ist relativ kurz gehalten. Als weniger sportlicher Fahrer muss man dann doch ein paar Abstriche machen gegenüber der starken Full-Power-Konkurrenz. Trotzdem, für alle sportlichen Fahrer dürfte die tolle Dosierbarkeit ein wirklich großer Vorteil sein. Gerade in technischem Gelände wirkt das System sehr ausbalanciert und feinfühlig, bietet aber trotzdem wesentlich mehr Power als andere Light Assist Bikes. Eine Schwäche vom Maxon-System ist aber aktuell das Thema Ladeleistung oder Ladegerät. Maxon hat, erstmal vorbildlich zu erwähnen, 2 Ladegeräte entwickelt. Es gibt das kleine 2 Ampere Ladegerät, was ich hier in der Hand habe. Und es gibt einen größeren 6 Ampere Charger. Das 2 Ampere Ladegerät hat den Vorteil, dass es wirklich super leicht und kompakt ist. Was weniger gut ist, ist die Ladeleistung. Wenn ich natürlich unterwegs schnell laden will, wenn ich nur eine kurze Pause mache, ist die Ladeleistung von diesem Gerät viel zu schwach. Und auch der größere 6 Ampere Charger, der braucht trotz 400 Wattstunden Akku über 4 Stunden von 0 auf 100%. Und das ist in der Ladeleistung das schlechteste Ergebnis, was wir im Testfeld hatten. Und da gäbe es auf jeden Fall noch was auszubauen. In unserem Labortest hat der Maxon seinen Unterstützungsfaktor, der mit 400% angegeben ist, nicht ganz geschafft. Man muss aber dazu sagen, dass dabei die Kadenz nur auf 75 Umdrehungen pro Minute eingestellt war und wir 150 Watt Eigenleistung hatten. Bei höheren Kadenzen kann der RS sicherlich mehr als 276%, aber an sich zeigt dieses Ergebnis genau das, was wir auch auf dem Trail gespürt haben. Im Vergleich zu Avinox oder Specialized ist der Unterstützungsfaktor wesentlich geringer. Verglichen mit der leichten Konkurrenz von zum Beispiel Bosch oder Fazua durchgängig höher, insbesondere bei niedriger, aber auch bei hoher Fahrerleistung zeigt sich das ziemlich deutlich. In unserem Reichhöhentest schafft der RS mit dem kleinen 400 Wattstunden Akku
über 1100 Höhenmeter. Das ist ziemlich beeindruckend, vor allem anhand dessen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit sehr hoch war. Also der Maxon-Motor war tatsächlich sogar schneller als ein Bosch CX oder ein Shimano EP801-Motor. Das niedrige Gewicht von dem Instinctive Bike in diesem Test hat da sicherlich geholfen. Es zeigt aber auch definitiv, dass der Maxon sehr, sehr effizient arbeitet und seine Leistung auch lange aufrechterhält, und das selbst bei niedrigem Akkustand. Das beweist der RS auch bei dem 30-Minuten-Dauertest mit 250 Watt Fahrerleistung. Erst nach ungefähr 20 Minuten wird die Leistung sichtbar gedrosselt, davor bleibt sie ziemlich konstant hoch. Mit reduzierter Leistung hat der RS aber immer noch ein Leistungsniveau, das auf der Höhe von klassischen Light-Assist-Motoren ist. In unserem Testfeld positioniert sich der Maxon RS zwischen der Light Assist Klasse und den Full Power Motoren. Er ist deutlich leichter als die stärksten Full Power Motoren, aber er ist spürbar stärker als die Light Assist Motoren von Fazua, TQ oder Bosch. Er überzeugt wirklich durch sein natürliches Fahrgefühl, sein leises Laufverhalten und die hohe Effizienz. Schwächen bleiben leider noch bei der Ladezeit, wie erwähnt, und der Konnektivität und den Akkuoptionen. Trotzdem, wer ein sportliches, leichtes Bike mit starker, aber nicht brutaler Unterstützung sucht, der findet hier ein echtes technisches Highlight, das auch wirklich einen beispiellosen Kompromiss aus Integration auf der einen Seite, aber auch Gewicht und Leistungsentfaltung liefert. Wer regelmäßig lange Touren mit hoher Unterstützungsleistung anstrebt, dem fehlen beim Maxon aktuell die passenden Akkuoptionen. Mit dem angekündigten 600 Wattstunden Option sollte sich der mögliche Kundenkreis dann jedoch aber auch vergrößern. Wir sehen im Maxon RS ein sehr, sehr gelungenes Motorsystem mit wirklich großem Potenzial für die Zukunft. An den meisten Kritikpunkten, die wir haben, ist Maxon bereits dran, die zu beheben. Den Mut, neue Wege zu gehen und die technische Umsetzung, wie sie jetzt hier schon vor uns steht, begeistern uns, und wir sind der Meinung, dass das Bike oder das Motorsystem damit einen Editor's Choice mehr als verdient hat. Jetzt wollen wir wissen von euch, was ihr von dem neuen Maxon RS haltet. Lasst gern eure Kommentare, Gedanken oder Meinungen zum Maxon RS da und schaut unbedingt auf unserer Website vorbei für den ganzen Vergleichstest mit insgesamt 11 Motoren. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung unten und auch alle Links zu den anderen Reviews. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.